Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht hier, dass ich zwei Galaxy Z Fold 2 vor mir habe. Ihr wisst es, die bronzefarbene Variante, das ist mein Gerät und das schwarze hier gehört ein Familienmitglied. Von diesem Gerät hatte ich ja ein Unboxing-Video gemacht und da kam jetzt die Frage auf, ja, was denn eigentlich mit dem schwarzen Gerät passiert ist, wie ist das gealtert? Und vielleicht seht ihr es hier schon, da sehen wir einige Luftblasen, wie bereits in einem Kommentar angekündigt. Dieses Gerät wurde, werdet ihr gleich sehen, ich werde es umdrehen, wirklich noch mit der Schutzfolie hier vorne auf dem Frontdisplay, die ab Werk verbaut ist oder aufgebracht ist, und noch die Innenfolie auf dem inneren Display und zusätzlich wirklich tagtäglich mit einem Original Samsung Case, das Ledercase. Wenn wir uns gleich genauer angucken. Allerdings nochmal hier zu meinem Gerät, denn ich habe jetzt hier mehrmals in den Kommentaren von einem Nutzer geschrieben bekommen, dass diese Leiste hier, quasi hier, diese Leiste, die ja hier drumherum geht, dass das kein Plastik sein soll. Also ich weiß nicht, wo du dich informiert hast oder von wem du das gehört hast, ob du überhaupt so ein Gerät hast oder nicht, aber mir kann keiner erzählen, dass das hier wirklich Aluminium ist, denn wenn es Aluminium wäre, würde es nicht in dem Maße zerkratzen, beziehungsweise diese Kratzer erlauben, wie sie halt hier gerade sind. Und dasselbe gilt auch hier für dieses Teil. Dieses Teil ist nicht dieses Teil, das ist Aluminium. Da sind wir uns einig, definitiv. Das Scharnier, das ist Aluminium, allerdings dieses Teil hier, ne, das ist definitiv Plastik und es geht auch hier rüber und es erklärt auch diesen Kratzer. So, jetzt sieht man es. Genau. Nur noch mal zum Auffrischen. Ich habe hier einen Kratzer. Frontdisplay hat minimale Kratzer hier vorne und das innere Display, ihr wisst, die große Einkerbung hier. Da seht ihr es mit so ein paar zwei, drei kleinen Dellen, nenne ich es mal. So, das wissen wir bereits. Weg mit dem Gerät. Und wir kommen wirklich zum schwarzen Gerät, wo ich auch ein Unboxing-Video zugemacht hatte. Ihr seht es bereits, es ist wirklich noch die Folie, Originalfolie ab Werk. Und ihr seht hier ganz viele Luftblasen. Hier auch, ist ziemlich schade. Hier auch und hier noch kleinere. Ich habe dieses Gerät jetzt nicht sauber gemacht. Und wir sehen hier, dass hier einfach die schwarze Farbe so ein bisschen abplatzt. Die Lackierung will ich es jetzt mal nennen. Aber abgesehen davon sieht dieser Rahmenbereich hier gut aus. Wir gucken uns mal die Oberseite an. Das dürfte nur Schmutz sein hier. Ja, es ist auch nur Schmutz. Jetzt gucken wir uns den Seitenbereich an. Es ist wirklich nur Schmutz und nichts Gravierendes, also keine Kratzer oder sonstiges. Also das schwarze Gerät hat sich gut gehalten. Der Besitzer hat gut drauf aufgepasst. Kann man nichts sagen. So, wir gucken uns das Scharnier an. Auch hier, so wie schon bei meinem Gerät, das Scharnier, also das Aluminiumteil mit der Lackierung, das hält wirklich immer sehr gut bei Samsung. Habe ich auch bei meinen Galaxy Note oder S-Geräten gemerkt. Das hält sich wirklich sehr, sehr gut und Kratzer habe ich eigentlich so gut wie nie. Und ihr wisst, ich benutze all meine Geräte ohne Hüllen. So, also Folie blasen, rundherum. Sieht's gut aus, keine Kratzer. Wir kommen auf die Rückseite. Beziehungsweise ihr seht hier schon, dass es so herausragt. Hier auch, denn wir haben das Ledercase. So, und jetzt guckt euch mal die Farbe dieses Cases an. Ratet mal, ist das das Schwarze? Nein, es ist das Grüne. Ich weiß nicht, ob es so gut rüberkommt. Aber ihr seht das hier in dem Bereich, beziehungsweise hier seitlich, ist die grüne Farbe einfach ab. Jetzt seht ihr es, glaube ich, deutlicher. Das Grüne, Dunkelgrün oder Waldgrün, ich weiß nicht, wie es Samsung nennt. Und hier seht ihr einfach das Schwarze durchschimmern. Genauso auch hier. Guckt euch das mal so an. Ich weiß nicht, ob das wirklich auf Kamera so gut rüberkommt.
Allerdings haben wir eine ziemlich starke Patina hier. Ja, anfühlen tut sie sich auf jeden Fall gut, diese Lederhülle. Aber für mich wäre das halt absolut nichts. Ich mag keine Hüllen, egal was auch immer. Und ich gehe jedes Mal das Risiko ein, das Gerät fallen zu lassen und eventuell ja, Glasbruch zu erleiden. Aber gut, das ist es mir wert. Ich werde keine Hüllen benutzen. Aber so viel zu der Hülle. Jetzt habt ihr quasi auch ein Langzeittest für diese Hülle. So sieht es aus. Die Farbe geht leider ab und es fühlt sich sehr, sehr glatt an. Da ist jetzt nichts mehr rau. Und zusätzlichen Grip bietet dieses Ledercase jetzt auch nicht wirklich. Aber schauen wir uns doch mal die Rückseite des Geräts an und nehmen die Hülle mal ab. So. Die Innenseite der Hülle mit Mikrofaser fühlt sich gut an. Fühlt sich echt gut an. Und da geht auch an den Rändern nichts ab, so wie ihr sehen könnt. Ist richtig gut. Ja, gefällt mir. Und die Rückseite war natürlich von Tag 1 an schön geschützt. Gut, ist jetzt ein bisschen schmierig, aber keine Kratzer oder auch hier keine Farbabplatzer, nichts. Sieht gut aus. Hülle kommt wieder drauf, geht ganz easy. So, und jetzt kommen wir zum inneren Display bzw. zum Hauptdisplay. Wie sieht's aus? Tada! Uiuiui. Ihr seht es bereits. Das hier ist die klebrige, silikon-gummiartige innere Schutzfolie, die ab Werk angebracht ist. Und ihr seht es bereits, so viele Lufteinschlüsse, Luftblasen innerhalb dieses Bereiches hier. Das heißt einfach nur da, wo die Falz ist oder dieser Knick, ne, vom Auf- und Zuklappen ist da wahrscheinlich jedes Mal Stück für Stück ein wenig Luft reingekommen. Und jetzt sieht es halt so aus. Ja, also für mich wäre das so auf gar keinen Fall zu benutzen. Das würde mich sowas von stören hier. Und am liebsten würde ich jetzt auch diese Folie einfach nur abmachen. Allerdings, wie gesagt, es gehört ein Familienmitglied, der hat keine Probleme damit, beziehungsweise hatte keine. Wir waren jetzt gemeinsam mit diesem Familienmitglied, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, wirklich im Samsung Store hier in Frankfurt. Und jetzt kommt eine leider negative Erfahrung, denn ich hatte noch im Kopf, dass man einmalig diese innere Schutzfolie hier von Samsung kostenlos wechseln lassen kann. Das hatte ich in Erinnerung und ja, mit dieser Erwartung sind wir auch zum Samsung Store gegangen in Frankfurt, haben uns angestellt, irgendwann waren wir dann dran gewesen und der Mitarbeiter sagte uns, tut mir leid, erstens, wir haben keine Form. So, dann haben wir uns gefragt, was denn für eine Form. Also die Schutzfolie haben sie gehabt vor Ort, aber sie hatten keine passende Form. Das heißt, er hat uns so erklärt, dass quasi das Gerät hier in eine Form kommt und die Maschine das dann perfekt aufbringt oder anbringt. Und genau diese Form hätten sie halt nicht vor Ort gehabt, sodass ein Wechsel der Schutzfolie überhaupt nicht möglich ist. Das war der erste Kritikpunkt. Und der zweite war, als ich ihn darauf angesprochen habe, dass man dann die Folie kostenlos tauschen kann, hat er gesagt, nein, dieser Tausch würde 19 € kosten. Und im gleichen Atemzug sagte er noch, aber wir drücken ein Auge zu bei solch einem teuren Gerät. Das war kein so gutes Erlebnis, denn das klang so wie hier, wir hätten es nötig, eine 19 € Folie wechseln zu lassen mit beiden Augen zudrücken von Samsung. So war mir das nicht bewusst und es hat auch keinen so guten Eindruck vom Samsung Service hinterlassen auf jeden Fall, denn es geht noch weiter. Als dann die Nachfrage von uns kam, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Sie haben die Folie, aber die Form nicht und wo sollen wir das jetzt wechseln lassen? Kam tatsächlich, und es kommt jetzt wirklich von einem Samsung-Mitarbeiter, der Vorschlag, ja, lasst es doch hier um die Ecke bei einem anderen No-Name-Shop machen. Wo wir uns dann gedacht haben, ist das jetzt gerade ein Spaß oder nicht?
wir geben doch kein 2000 Euro Gerät bei einem No-Name-Shop ab und lassen dort eine Folie aufbringen. Haben wir gesagt, nein, danke, und sind quasi mit der alten Folie wieder raus. Das hat einen leider wirklich negativen Eindruck bei uns hinterlassen. Das war nicht so toll, das Serviceerlebnis. Da machen es andere Hersteller irgendwie besser. Ich weiß nicht, ob ihr die Spiegelung hier seht. Braucht keinen Namen zu nennen, denke ich. Ihr wisst, wovon ich rede. Und da trennt sich dann leider die Spreu vom Weizen. Man hat solch ein teures Gerät hier wirklich in Händen. Man zahlt so viel. Und dann kriegt man nicht mal die Folie gewechselt. 19 Euro heißt, aber es werden beide Augen zugedrückt, weil man so ein teures Gerät hat. Da denke ich mir hier, verarschen kann ich mich irgendwie selber. Tut mir leid für den Ausdruck, aber es ist wie es ist. Ihr habt jetzt den Langzeittest zum schwarzen Gerät. Ihr seht, wie es aussieht. Und jetzt habt ihr sogar noch als Zusatz bzw. als Bonus quasi unsere Erfahrung beim Samsung Service hier im Frankfurt Store mitgeteilt bekommen. So viel dazu. Vielen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht es gut, bleibt gesund und bis dahin. Ciao.